Sei stolz auf dich, lerne deine Erfolge wieder wertzuschätzen und feier dich dafür, wie weit du bisher gekommen bist. Und damit heiße ich dich ganz herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder hier bist. Vielen, vielen Dank für euer Feedback bis auf die bisherigen Videos. Das ist richtig schön, dass wir hier so im Austausch sind, und an der Stelle auch ganz herzliches Dankeschön für die Interaktion hier. Das ist richtig cool und das weiß ich sehr zu schätzen. Und das heutige Thema ist inspiriert von einem Zitat, was ich die letzten Tage gelesen habe. Und zwar kriege ich mal von meiner Meditations-App so einen kleinen Take a Moment Reminder. Und da habe ich letzte Woche den Reminder bekommen. At one point you wanted most of what you now have. Did you notice that you've since moved the goalposts? Also so viel wie: Zu einem bestimmten Punkt wolltest du genau das, was du jetzt bereits hast. Und dass du wieder lernst wahrzunehmen, dass du diese ganzen Zwischenschritte, diese Etappenziele bereits erreicht hast. Und das hat mir wieder so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich hatte das letzte Woche auch sehr, sehr stark, dass ich wieder so gedacht habe, okay, das, was ich jetzt schon habe, das habe ich mir vor 1-2 Jahren erträumt. Oder vor ein paar Monaten habe ich mir beispielsweise die Bewegung. Ich bin jetzt hier gerade wieder im Elsebad, war gerade eine Runde schwimmen, und da ist mir das jetzt gerade auch wieder so bewusst geworden, deswegen nehme ich dir jetzt auch dieses Video auf. Eigentlich hatte ich noch eine ganz andere Idee, aber jetzt passt das gerade voll gut, dass ich die Bewegung, die ich jetzt heute hier ausgeführt habe, das Schwimmen, das habe ich mir vor ein paar Monaten so sehnlichst gewünscht. Einfach mich zu bewegen, meinen Körper wieder zu spüren und den Blutfluss durch den Körper wieder zu spüren. Das habe ich mir so sehr gewünscht und jetzt ist es meine Realität. Oder auch die Dinge in dem Coaching mit den wundervollen Menschen, mit denen ich da zusammenarbeiten darf. Vor 2 Jahren habe ich mir das erträumt und habe mir so sehr gewünscht, dass ich diese Energie, die ich in mir trage, die ich spüre, dass ich die an andere Menschen weitergeben darf. Und diesen Menschen dabei helfen darf, dieses Licht in sich selbst zu erkennen und das zu erschaffen, nach außen zu tragen. Und jetzt ist das meine Realität. Und das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du das wieder lernst wahrzunehmen. Weil es gibt so viele Dinge, die du dir vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren so sehnlichst gewünscht hast. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du das mal reflektierst, dann wirst du feststellen, dass du das bereits schon erreicht hast. Oder zumindest in Anteilen. Dass du diese Etappenziele, die du dir vor ein paar Jahren gesetzt hast, jetzt erreicht hast. Und das ist doch total geil. Und ich möchte dir gerne noch eine Methode mitgeben, was mir persönlich immer dabei hilft, das wahrzunehmen. Und zwar ist das Journaling. Dass du diese ganzen Etappenziele, die du hast, oder was du dir so sehr wünschst, dass du dir das aufschreibst. Manche machen das auch gerne mit einem Vision Board, dass sie das mit Fotos, Bildern aus irgendwelchen Zeitschriften aufkleben und sich Tag für Tag dann vor Augen führen. Ich mache das persönlich ganz gerne mit Journaling, dass ich mir das aufschreibe, was ich mir so sehr wünsche, was ich mir als meine zukünftige Realität erschaffen möchte. Und dann lese ich mir das immer wieder durch und fühle mir das so vor Augen und mache das auch in der Meditation, dass ich ab und zu in die Reflexion gehe und schaue, okay, was ist denn eigentlich so passiert in den letzten Monaten? An welchem Stand war ich vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, und wo stehe ich jetzt? Immer wieder so vor Augen rufen, okay, das ist der Weg, den ich schon zurückgelegt habe. Das ist das, was ich bereits schon geschafft habe, worauf ich so unfassbar stolz sein kann. Und du darfst dir erlauben, darauf stolz zu sein. Das ist ja immer so dieser Glaubenssatz, Eigenlob stinkt. Nee, natürlich musst du das jetzt nicht irgendwie rausposaunen und sagen so, ey, ich bin der Geilste oder ich bin die Heftigste, weil ich das und das jetzt geschafft habe. Aber du kannst doch stolz darauf sein. Du kannst dich auch selbst dafür loben, dass du das geschafft hast, weil das doch eine richtig geile Leistung ist, dass du das geschafft hast. Du bist ein richtig geiler Mensch und du darfst stolz auf dich sein, auf das, was du bisher geschafft hast, und auch einfach nur, weil du so bist, wie du bist. Das ist richtig schön und darauf darfst du stolz sein. Und was ich dir noch mitgeben möchte, dass du dankbar dafür bist, dass du diese ganzen Etappenziele wieder lernst wertzuschätzen, weil immer, wenn du dir das bewusst machst, dann spürst du so ein extremes Gefühl von Dankbarkeit und Freude, weil du dann nämlich realisierst, wie weit du bisher schon gekommen bist, was du alles schon erreicht hast, was du schon Geiles geschafft hast und was du eigentlich für ein geiler Mensch bist. Und das wahrzunehmen, das wertzuschätzen, dafür dankbar zu sein, das erhöht deine Energie extrem. Und das gibt dir wieder so einen Motivationskick, da weiterzumachen, da dran zu bleiben und immer mehr Freude zu generieren.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, denn diese Energie, die du dadurch gewinnst, die kannst du dann für deine Gegenwart nutzen, im Hier und Jetzt, um da wieder Gas zu geben und vor allem auch, um das dann mit anderen zu teilen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schreib mir gerne mal hier in die Kommentare, worauf du jetzt gerade stolz bist, was du in den letzten Monaten, in den letzten Jahren dir erwünscht hast und was jetzt deine Realität ist. Ich wünsche dir einen wundervollen Start an dein Wochenende. Dein Niklas. Ganz viel Energie für dich. Vielen Dank, dass du hier bist. Hab einen wundervollen Tag. Ciao.